willkommen in Warschau. Wir sind gestern angereist am Sonntag und heute Montag logischerweise. Morgen ist das Konzert von Bad Bunny und ja, heute war noch ein bisschen Sightseeing angesagt. Das heißt, das Wetter trägt sich so ein bisschen schwierig heute, aber es regnet zumindest nicht. Wir haben jetzt eine kleine Tour gemacht und die Eindrücke davon seht ihr jetzt. Nachdem wir am Vortag in Warschau angekommen waren, wollten wir die Stadt heute zum ersten Mal richtig erkunden. Unser erster Stopp war der Palast der Kultur und Wissenschaft mit 237 Metern, eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Das Gebäude wurde 1955 eröffnet und war ein Geschenk der Sowjetunion an Polen. Bis heute spaltet es die Meinung. Die einen lieben es, die anderen würden es am liebsten verschwinden sehen. Natürlich sind wir direkt auf die Aussichtsplattform im 30. Stock gefahren. Anfangs sah es ehrlich gesagt nicht besonders vielversprechend aus. Über der Stadt hing dichter Nebel und wir dachten schon, dass sich der Aufstieg vielleicht gar nicht lohnen würde. Doch dann passierte genau das Gegenteil. Der Nebel verzog sich langsam und plötzlich lag ganz Warschau vor uns. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Geduld. Anschließend ging es in Richtung Altstadt. Schon auf dem Weg dorthin merkt man, wie unterschiedlich Warschau ist. Moderne Hochhäuser wechseln sich mit historischen Gebäuden ab. Unser erster Halt war das Denkmal des Warschauer Aufstands. Es erinnert an den mutigen Aufstand der polnischen Heimatarmee gegen die deutsche Besatzung im Jahr 1944. Von dort liefen wir entlang der alten Stadtmauer. Dass die Altstadt heute überhaupt wieder so aussieht, grenzt eigentlich an ein Wunder. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie zu über 85% zerstört und wurde später nahezu originalgetreu wieder aufgebaut. Heute gehört sie sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe. Schließlich erreichten wir den Marktplatz mit der berühmten Warschauer Meerjungfrau. Sie ist das Symbol der Stadt. Die Legende besagt, dass sie Warschau beschützt mit ihrem Schwert und ihrem Schild. Danach ging es weiter zur Sigismundsäule. Sie wurde bereits im Jahr 1644 errichtet und zählt zu den ältesten weltlichen Denkmälern Europas. König Sigismund III. Verlegte einst die polnische Hauptstadt von Krakau nach Warschau. Ohne ihn wäre die Geschichte der Stadt vermutlich ganz anders verlaufen. Zum Abschluss haben wir noch einen kleinen Latino-Shop besucht. Solche Läden schaue ich mir auf Reisen immer gerne an. Es ist spannend zu sehen, welche Produkte aus Lateinamerika in anderen Ländern angeboten werden und welche Unterschiede es gibt. Für mich gehört es genauso zum Reisen wie bekannte Sehenswürdigkeiten. Wir hatten zwar nicht viel Zeit, aber genau solche kleinen Erkundungstouren machen es aus, eine Stadt kennenzulernen. Der 14. Juli war endlich da, der Tag, auf den wir uns schon seit Monaten gefreut haben. An diesem Abend stand Bad Bunny im PGE Narodowy in Warschau auf der Bühne. Das Konzert war Teil seiner David Deralmos Photos World Tour, seiner ersten großen Stadiontour durch Europa. Für viele Fans in Polen war es sogar die erste Gelegenheit überhaupt, ihn live zu sehen. Der Einlass begann um 16:30 Uhr und schon war die Stimmung richtig gut. Überall sah man Fans mit Puerto Rico-Flaggen, Bad Bunny-Shirts und einer riesigen Vorfreude. Um 18 Uhr öffnete Chubi, eine Band aus Puerto Rico, den Abend. Sie passte musikalisch perfekt zum Hauptakt und brachte das Stadion schon einmal in Stimmung. Pünktlich um 19 Uhr war es dann soweit. Bad Bunny betrat die Bühne und das Stadion explodierte förmlich. Das Konzert dauerte ungefähr 2 Stunden und die Atmosphäre war wirklich beeindruckend. Überall wurde getanzt, mitgesungen und gefeiert. Man hat sofort gemerkt, dass hier Menschen aus ganz Europa zusammengekommen sind, die einfach einen großartigen Abend erleben wollten. Einen kleinen Kritikpunkt gab es allerdings gleich zu Beginn. Der Sound war anfangs etwas übersteuert und wirkte teilweise unsauber. Im Laufe des Konzerts wurde das zwar deutlich besser, aber ganz verschwunden ist das Problem aus meiner Sicht nicht. Bei der Gelegenheit kann man auch weitere Dinge anmerken. Das Konzert war viel kürzer als andere auf der Tour. Es gab Lieder, die gefehlt haben und es gab auch keinen Special Guest. Was mir dagegen gut gefallen hat, war das Bühnenkonzept. Bad Bunny hat ungefähr 2/3 der Show auf der Hauptbühne gespielt, 1/3 auf der kleinen Casita am anderen Ende des Stadions. Dadurch hatten auch Fans auf der anderen Seite des Stadions die Möglichkeit, ihn näher zu sehen und zu erleben. War es das beste Konzert, auf dem ich je war? Nein.
Ich war schon auf Konzerten, die mich persönlich noch etwas mehr abgeholt haben, aber trotzdem hat sich die Reise gelohnt, absolut. Die Musik, die Stimmung und die ausgelassenen Menschen haben diesen Abend zu einem besonderen Erlebnis gemacht. Für mich war es ein rundum gelungener Konzertabend und definitiv eine Erinnerung, die noch lange bleiben wird.